Das ist Maria Martinez, Regierungschefin des fiktiven kleinen Landes Brasil. Um Entwicklung zu finanzieren, hat Brasil sich Geld aus dem Ausland geliehen. Doch dann kam die globale Finanzkrise. Brasil nahm nicht mehr genug Geld ein. Jetzt kann es seine Schulden nicht weiter bedienen, ohne dass die Armut im Land wächst. Heute wird darüber entschieden, wie es mit Brasil weitergehen soll. Darüber diskutieren diejenigen, die dem Land Geld geliehen haben. Präsidentin Martinez darf nicht dabei sein. Aber kann so eine angemessene Lösung gefunden werden? Präsidentin Martinez befürchtet, dass weitere Sparmaßnahmen gefordert werden. Aber wo soll denn in Brasil wohl noch gespart werden? Im Senegal zum Beispiel haben die sogenannten Lösungen der Gläubiger dazu geführt, dass die Schuldenkrise nun schon mehr als 20 Jahre dauert. 14 Mal war der Präsident des Senegal schon bei seinen Gläubigern. Aber das muss doch auch anders gehen. Wenn eine Privatperson überschuldet ist, kann sie ein Insolvenzverfahren durchlaufen. Das hilft, die bestmögliche Lösung für alle zu finden, und zwar schnell. Das könnte es doch auch für Staaten geben. In einem offenen und transparenten Verfahren können sich Schuldner und Gläubiger auf eine akzeptable Lösung einigen. Ein neutraler Richter hilft dabei, so wie im nationalen Insolvenzrecht auch. Um herauszufinden, wie viele Schulden erlassen werden müssen, brauchen die Beteiligten und der Richter einen Überblick darüber, wie es um den Schuldnerstaat steht. Am besten macht das jemand, der weder Gläubiger noch Schuldner ist. Dabei ist es ganz wichtig, dass alle Beteiligten zu Wort kommen. Kredite für Maßnahmen, die der Bevölkerung mit dem Wissen des Kreditgebers geschadet haben, werden gestrichen. Genau wie einer Privatperson wird auch einem Staat ein Existenzminimum zugesichert. Dieses ist von der Schuldenrückzahlung ausgenommen. Bei Staaten zählt dazu alles, was die Grundversorgung der Bevölkerung und die staatlichen Kernaufgaben sicherstellt. Am Ende der Verhandlungen entscheidet der Richter, wie viele Schulden gestrichen werden. Brasil bekommt die Chance auf einen Neuanfang. Und die Gläubiger erhalten nur so viel Geld, wie Brasil zahlen kann. Will sich ein Gläubiger nicht beteiligen, geht er leer aus. Geierfonds wird damit das Handwerk gelegt. Das könnte doch funktionieren. Doch die reichen Länder haben bisher jeden Vorschlag zur Schaffung eines solchen Verfahrens boykottiert. Und so sitzt Präsidentin Martinez weiterhin vor verschlossenen Türen. Genau wie ihre Kolleginnen und Kollegen aus anderen überschuldeten Staaten.